Wie gesagt, die SPD hatte wirklich die Chance, Hitler zu verhindern, hat es aber nicht gemacht. Also für mich ist das ein weiteres Indiz, dass die SPD Hitler zur Macht verhalf. Otto Braun, der sozialdemokratische Ministerpräsident von Preußen, war davon überzeugt, Zitat, dass das Experiment einer parlamentarischen Regierung mit den Nationalsozialisten gemacht werden müsse. Zitat Ende. Braun ließ dabei die Katze aus dem Sack und machte den Vorschlag einer loyalen Zusammenarbeit und ließ durchblicken, seine Partei würde auch eine zeitlich begrenzte Militärdiktatur tolerieren. Die SPD war bereit, eine Militärdiktatur zu tolerieren. Der Historiker Heinz Höhne sagte dazu, Zitat, Hitler aufhalten, das Thema gab es für die SPD-Führung nicht. So zerschlug sie blindlings die letzte politische Kombination, die Hitler hätte stoppen können. Ohne SPD wäre Hitler nicht an die Macht gekommen. Schritt für Schritt hat die SPD es möglich gemacht. Es gibt eine zweite politische Lüge, die Legende vom braunen Terror, die Sie sicherlich ja auch schon gehört haben. Der braune Terror, der in den Jahren 1928 bis 1933 geherrscht haben soll. Also damit wird ja suggeriert, dass es nur Nationalsozialisten waren, die Terror ausüben. Das kennen Sie sicherlich auch so, oder? Kriegt man dann Bilder gezeigt, wo dann so Aufmärsche stattfinden, so militärparadenmäßig und sowas in der Art. Genau. Ich habe mir die Arbeit gemacht, ich habe mir die Statistiken angeschaut, wie es damals bei den Wahlkämpfen ausgesehen hat. Es gibt nicht sehr viel gut dokumentierte und nicht sehr viel juristisch verifizierbare Statistiken. Deshalb konnte ich nur auf einzelne zurückgreifen. Also die Frage war ja, gab es den braunen Terror durch die Nazis wirklich oder war es eher der rote Terror der Kommunisten? Das war die Ausgangsfrage, die ich mir gestellt habe. Ich habe mir also, wie gesagt, die Statistiken von 1928 bis 1933 angesehen. Zunächst einmal der Anteil der Versammlungsstörungen im größten Land, das war damals Preußen. Also Versammlungsstörungen hieß, die Nazis oder die Kommunisten haben eine Wahlveranstaltung gemacht und die Nazis oder die Kommunisten haben diese dann gewaltsam gestört. Das heißt Versammlungsstörungen. Und in Preußen war es so, in 4 Jahren hat die KPD 69,3% mal diese Versammlungen der Nazis gestört und die NSDAP nur 22%. Also die Kommunisten haben die Wahlveranstaltungen der Nazis 3-mal mehr gestört wie umgekehrt. Das ist Fakt Nummer 1. Fakt Nummer 2. Wie viel Polizisten wurden durch Nazis und Kommunisten getötet oder verletzt bei diesen Auseinandersetzungen? Die KPD hat 870 Polizisten verletzt und 8 Polizisten getötet. Nazis haben 137 Polizisten verletzt und keinen getötet. Also wie gesagt, 870 Polizisten wurden von den Kommunisten verletzt und 137 von den Nationalsozialisten. Fakt Nummer 2. Jetzt kommen wir zu Fakt Nummer 3. Tote und Verwundete bei politischen Übergriffen. Da konnte ich nur eine Statistik finden von 1931, die juristisch verifizierbar ist, weil Sie wissen, meine Belege müssen alle juristisch verifizierbar sein. Und in dieser Statistik habe ich gesehen, dass im Jahr 1931 4.699 Mitglieder der NSDAP verwundet oder getötet worden sind und 28 von den Kommunisten. Also fast 4-mal so viele NSDAP-Mitglieder wurden verletzt oder getötet wie kommunistische. Und jetzt kommen wir zu den Tätern, Fakt Nummer 5. Wer waren die Täter bei den Übergriffen? Bei der KPD waren es 4.184 und bei der NSDAP 2.562. Also als Fazit,
diese Zahlen dokumentieren eindeutig, dass nicht die Kommunisten hauptsächlich Opfer der Nationalsozialisten waren, sondern dass es gerade umgekehrt war. Das ist ja auch so eine Geschichtslüge, die damit widerlegt ist. Es gab eigentlich eher den roten Terror als den braunen. Klar, es gab beide, aber der rote Terror war schlimmer als der braune. Und darauf würde Hitler dann auch später eingehen, indem er einfach sagt, durch Waffenfunde, durch Funde von Sprengstoffen und so weiter, wir müssen die KPD dann verbieten. Also das war da die Grundlage dafür. Haben Sie das schon so einmal gehört? Nein, die Statistiken wusste ich nicht. Und ich habe mir auch gerade gedacht, es gibt unheimlich viele Parallelen zur heutigen Zeit, wie Statistiken weggelassen werden, gar nicht mehr erhoben werden. Es gibt ja auch einige Statistiken, die wurden bis 2016, 2017 geführt und dann gab es halt eine Entwicklung ab 2015 in Deutschland, die ist sehr unerfreulich. Und dann wurden auch einige Statistiken gar nicht mehr weiter betrieben, weil sie einfach zu krass sind. Und ja, das erleben wir eigentlich im heutigen Deutschland noch tagtäglich, dass Bilder falsch dargestellt werden und vor allen Dingen auch die Presse mehr oder weniger zur Propagandasprachrohr für die aktuelle Regierung geworden ist und gar nicht mehr das wahre, echte Bild darstellt der Situation hier in dem Lande. Ja, also mir fällt in dem Zusammenhang gerade noch ein Kommentar ein, den ich gelesen habe, der geschrieben hat, ja, der Grant beschreibt Hitler ja so, wie wenn er ein Heiliger wäre. Nein, das tue ich überhaupt nicht. Aber ich beschreibe einfach die Fakten und die Wahrheit. Und wenn einer mit der Wahrheit nicht umgehen kann, dann soll er einfach weiterhin das Schlafschaf sein. Also alles, was ich sage, ist nicht die Glorifizierung der Nationalsozialisten, sondern ist einfach die Darlegung von Fakten. Und der Leser und der Zuschauer kann sich selber dann überlegen, aha, es war so oder so, und kann dann selber seine Schlüsse ziehen. Das mache ich nicht. Ich lege ja einfach nur die Fakten dar. Das ist für mich wichtig, das nochmal zu erwähnen, dass es nicht um die Glorifizierung geht. Ich glorifiziere niemanden, aber ich dämonisiere auch niemanden. Ich will einfach objektiv, und ein Journalist muss immer objektiv sein und beide Seiten kennen und beide Seiten auch darlegen, was heute überhaupt nicht geschieht. Und ich bin jemand, der beide Seiten darlegt. Deshalb nenne ich mich auch selber investigativer Journalist der Vergangenheit. Und es ist ja auch wichtig, daraus zu lernen, dass eben die SPD nicht das ist, was sie vorgibt zu sein. Und das versucht sie natürlich auch über ihre ganzen Pressenetzwerke so aufrechtzuerhalten. Die Bevölkerung merkt das allerdings schon ein bisschen. Das hat man ja auch bei der letzten Wahl gesehen und bei dem Ergebniseinbruch der SPD. Nichtsdestotrotz haben die immer noch eine Menge Macht in Deutschland über die Regierung, die sie gebildet haben mit der CDU. Aber wir wollen jetzt nicht zu sehr in die Gegenwart. Genau. Also ich wollte jetzt zu dem Thema kommen, weil ich auch einige Kommentare gelesen habe und ich glaube, es ist auch gut, wenn man immer ein bisschen auf die Kommentare eingeht. Wie ist Hitler überhaupt Deutscher geworden? Und zwar stand ja die Reichspräsidentenwahl an und Hitler war ja staatenlos zu diesem Zeitpunkt und musste ja Deutscher werden, um überhaupt bei der Wahl antreten zu können. Hitler hat sich immer als Deutscher gefühlt und nicht als Staatsbürger der für ihn slavisierten österreichisch-ungarischen Monarchie. Er war bei seinem Weggang aus Wien auch der österreichischen Wehrpflicht ausgewichen und musste die Rückführung fürchten, was dann durch den Kriegsdienst in Deutschland, im Deutschen Reich, dann aber hinfällig wurde. Darüber haben wir im letzten Video gesprochen. Trotzdem war er seit 1919 immer in Gefahr, als unliebsamer oder straffällig gewordener Ausländer Geld- und Gefängnisstrafen zu erhalten oder nach Österreich ausgewiesen zu werden, weil sein Schutz in Anführungszeichen galt ja nur während der Kriegszeit, danach nicht mehr. Frage bitte? Von Adolf Hitler. Adolf Hitler hat einfach seinen Reisepass oder seinen Ausweis damals nicht verlängert und damit hat er dann die Staatsbürgerschaft verloren oder wurde ihm die aktiv entzogen?
Nein, er hat sich einfach erklärt als staatenlos. Damals ging es so. Bis 1918 war er ja Staatsbürger Österreich-Ungarns. Dann bis 1924 war er Staatsbürger Österreichs. Also nach dem Versailler Vertrag gab es kein Österreich-Ungarn mehr, sondern Österreich. Und ab 1925 bis 1932 war er staatenlos, da er die österreichische Staatsbürgerschaft abgegeben hatte. Der bereits erwähnte Jurist Wilhelm Frick, meiner Meinung nach der intelligenteste Nationalsozialist, den es damals gegeben hat, der hat durchgesetzt, zusammen mit dem Braunschweiger Minister Klages, auch ein Nationalsozialist, dass Hitler 1932 deutscher Staatsbürger dadurch wurde, dass er zum Regierungsrat von Braunschweig ernannt wurde, wo er die wirtschaftlichen Interessen des Landes fördern sollte. Eine Anwesenheit in Braunschweig war aber für diesen Job nicht nötig. Das ging nur, weil die Nazis auch damals an der Regierung waren in Braunschweig. Und es gab dann Absprachen, dass man einfach Hitler zum Staatsbürger macht. Die Ernennung erfolgte rechtzeitig vor der Präsidentenwahl am 25. Februar 1932. Hitler wurde darauf sofort in Braunschweig beurlaubt. Auch später hat er keinerlei Aktivitäten gezeigt, dieses Amt weiter auszuführen, aus dem er dann am 16. Februar 1933 wieder ausschied. Aber die Einbürgerung war damit ja erreicht worden. Und Hitler zum Regierungsrat beim Landeskultur- und Vermessungsamt zu ernennen, war schon eine verwegene Sache. Und wie gesagt, die ging ja nur, weil damals im Freistaat Braunschweig die NSDAP an der Regierung mitbeteiligt war. Noch eine Anmerkung dazu, die auch in keinem Geschichtsbuch steht. Hitler stellte sein Gehalt als Regierungsrat der Staatsbank von Braunschweig zur Verteilung an gesteuerte Arbeitslose zur Verfügung. Nur das noch zur Ergänzung, weil das wird grundsätzlich nicht erwähnt und das gehört auch wieder dazu, zu einem gesamten Bild. Nun haben wir die Situation, dass die Reichspräsidentenwahl 1932 vor der Tür stand. Was glauben Sie, wie die SPD reagiert hat? Hat sie eher den Demokratie- und Parlamentsfeind Hindenburg unterstützt oder eher Hitler? Was denken Sie? Ich denke, Sie haben sich nicht verändert. Sie haben das durchgezogen, was Sie bisher gemacht haben. Aber Sie hatten ja auch erwähnt, dass die SPD die Strategie hatte, Hitler an die Macht kommen zu lassen, damit das Volk sehen kann, dass er es nicht kann. Oder so in der Richtung. Da komme ich später nochmal drauf zurück. Es ist noch nicht ganz so weit, weil bei diesem Wahlkampf hat die SPD eindeutig den Parlamentsfeind Hindenburg unterstützt und hat alle seine Mitglieder auch angewiesen, den Militaristen, der das Parlament verachtete, zu wählen. Aber auch hier machte die SPD einen Fehler, meiner Meinung nach, denn sie stellte keinen eigenen Kandidaten auf und hat auch den Kandidaten der KPD nicht unterstützt. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, Hitler und Hindenburg vielleicht zu unterstützen. Denn die beiden Parteien hatten insgesamt 15 Millionen Wähler. Das muss man mal sehen. Das war eine riesige Macht, die die SPD und die KPD hatten. Und die SPD hat anstatt für einen eigenen Kandidaten oder für den der KPD zu stimmen gesagt oder sogar einen offiziellen Wahlaufruf gestartet für Hindenburg. Natürlich argumentieren die Sozis heute so, Hindenburg sei besser gewesen als Hitler. Aber das ist für mich sowas von heuchlerisch, weil es gab, wie gesagt, 3 Alternativen, die die SPD nicht gemacht hat. Nummer 1, mit der KPD einen Einheitskandidaten zu nominieren, einen eigenen SPD-Kandidaten aufzustellen oder 3, den SPD-Mitgliedern zu empfehlen, gar nicht zu wählen, also sich zu enthalten. Die Sozis hätten mit der Einheitsfront SPD-KPD Hitler für die Stichwahl für das Amt des Reichspräsidenten verhindern können. Aber damit
durch die Unterstützung für Hindenburg öffneten sie die Tür für Hitler, dass er in die Stichwahl kam. Weil ist ja logisch, wenn es 2 Kandidaten gibt statt 4, ist die Chance, dass 2 in die Stichwahl kommen, größer, als wenn es 4 waren. Ist ja total logisch. Und diese Chance hat die SPD wiederum verstreichen lassen. Wie gesagt, sie hat es ja noch viel schlimmer gemacht. Sie hat gesagt, wählt den Militaristen und Antiparlamentaristen Hindenburg. Das hört keiner so gerne, ne? Und ist es nicht auch wieder wie heutzutage das Problem, dass diese Parteiangehörigen oder die Menschen, die von ihren Wahlkreisen gewählt wurden, ja, das sind ja auch alles Leute, die kommen aus dem ganzen Land und haben ihren Wahlkreis und werden dann berufen, eben ihren Ort zu vertreten, ihren Landkreis zu vertreten, die Menschen vor Ort, aber auch natürlich im Sinne der ganzen Bevölkerung zu handeln. Und dann sind diese Menschen, gehen wieder her und treffen Entscheidungen im Sinne einer kleinen Gruppe aus der Partei. Genau wie heute auch wieder, diese Parteitreue. Das ist ja auch ein Riesenproblem, ne? Weil dadurch eben die Demokratie ausgehebelt wird, weil dann ein paar wenige, die an der Spitze sind oder die vielleicht im Hintergrund agieren, die Parteilinie vorgeben und gar nicht mehr das Volk repräsentieren. Genau, so war es auch damals. Wie gesagt, die SPD hatte wirklich die Chance, Hitler zu verhindern, hat es aber nicht gemacht. Also für mich ist das ein weiteres Indiz, dass die SPD Hitler zur Macht verhalf. Dieser Satz klingt erstmal wirklich, das glaube ich nie im Leben. Aber wenn Sie sehen, wie das vorgegangen ist, dann müssen Sie selber zugeben, dass diese kleinen Schritte alle dazu beigetragen haben, Hitler an die Macht zu hieven. Aber zunächst mal gewann Hindenburg die Reichspräsidentenwahl mit Hilfe der SPD. Und zwar mit 18 Millionen zu 11 Millionen Stimmen. Hitler konnte 11 Millionen und Hindenburg 18 Millionen Stimmen vereinigen. Das hieß, Hindenburg war der mächtigste Mann im Staat. Ohne ihn ging jetzt sowieso nichts mehr. Und mit Hilfe von seinen geliebten Notverordnungen, die er so liebte, konnte er auch ohne Mehrheit im Reichstag regieren und seine Präsidialdiktatur weiter fortsetzen. Aber die Reichswehr gewann einen immer größeren Einfluss auch und wurde so zu einem eigenständigen Macht- und Ordnungsfaktor. Der Chef des Ministeramtes der Reichswehr, General Kurt von Schleicher, spielte dann auch eine politische Schlüsselrolle. Er sagte Brüning, dem damaligen Noch-Kanzler, dass die Reichswehr kein Vertrauen mehr in ihn hatte. Und das war damals natürlich schon ziemlich beunruhigend, wenn die starke Reichswehr sagt, wir haben kein Vertrauen mehr zu unserem Reichskanzler. Und so kam es auch, wie es kommen musste. Am 29. September 1932 wurde die Regierung gestürzt und Brüning fragte Hindenburg, ob er die Gesamtemission des Kabinetts wünsche. Und Hindenburg hat gesagt, jawohl, diese Regierung muss weg, weil sie unpopulär ist. Also Hindenburg war alter Preuße, so wie mein Großvater auch, immer Klartext. Und Brüning hat auch dann seinen Rücktritt erklärt, einen Tag später. Und Hindenburg hat ihm gerade mal 3,5 Minuten gegeben, seinen Abschied zu verkünden, mehr nicht. Und Hindenburg sagte seine letzten Worte zu Brüning, ich musste Sie wegen meines Namens und meiner Ehre entlassen. Bumm, Ende. Also ich glaube, gnadenloser ist noch nie ein Kabinett absolviert worden. Neuer Reichskanzler wurde Franz von Papen. Und er war ein Protégé von General von Schleicher, also dem Chef der Reichswehr, und war eigentlich als Mann des Übergangs gedacht. Aber auch Papen wollte nicht mal den Anschein einer parlamentarischen Regierung wahren. Und ohne Aussicht auf eine Mehrheit im Reichstag war er auf Notverordnungen angewiesen und vor allem auf die Duldung der NSDAP, weil die NSDAP, ja, wie wir gesehen haben, wirklich große Stimmenzuwächse hatten.
Und so wurde die Parlamentarische Republik wieder einmal durch ein überparteiliches, rechtsautoritäres Regime ersetzt, dessen Mitglieder fast ausschließlich deutschnational profiliert waren. Und genau in dieser Situation hat sich die SPD selbst zerlegt. Also in dieser Stunde der höchsten Gefahr für die Weimarer Demokratie setzten die Sozialdemokraten ihre ganze Hoffnung darauf, Papen und die Nationalsozialisten parlamentarisch zu überwinden. Aber sie hätten auch andere Möglichkeiten gehabt. Zum Beispiel der Zusammenschluss mit den linken Kräften zu einer antifaschistischen Einheitsfront, was die SPD-Führung aber unter Otto Wels weiterhin kategorisch ausschloss. Die SPD hätte Generalstreiks mobilisieren können, aber sie fand sich mit dem autoritären Regime von Papen fast widerstandslos ab. Aber das ist für mich noch lange nicht das Ende der SPD-Feigheit. Man redete, und ich komme darauf zurück, was ich vorhin gesagt habe, redete sogar eine Regierung mit Hitler herbei. Wo lesen Sie das? Otto Braun, der sozialdemokratische Ministerpräsident von Preußen, war davon überzeugt, Zitat, dass das Experiment einer parlamentarischen Regierung mit den Nationalsozialisten gemacht werden müsse. Zitat Ende. Er war ebenso dazu bereit, die Regierungsbank zu verlassen und einer Koalition aus Zentrum und NSDAP Platz zu machen. Und das ist kein Zitat von irgendjemandem, einer kleinen Einzelmeinung, sondern der hatte schon ein gewisses Gewicht. Also Preußen war das größte Land im Deutschen Reich und hatte den größten Einfluss auf die Gesetzgebung und auch das Parlament. Und wir kommen nachher nochmal drauf zu sprechen. Preußen war das wichtigste Land und der sozialdemokratische Ministerpräsident von Preußen, Otto Braun, war ein sehr, sehr wichtiger Mann innerhalb der SPD auch. Wie gesagt, er hat es gesagt, nicht alle teilten seine Meinung, muss man objektiverweise auch dazu sagen. Aber er hat gesagt, wir können ja, also ein bisschen salopp ausgedrückt, wir können Hitler ja mal ausprobieren, dann schauen wir ja mal, wie es dann wird. Ja, aber aufgrund der Wahlerfolge der NSDAP reagierte die Gegenseite entsprechend. Und Hindenburg löste das Parlament am 4. Juni 1932 wieder mal auf. Sie sehen, wie das vor sich ging. Wir sehen daran, dass Hindenburg und sein Reichskanzler Papen von der Demokratie also überhaupt nichts hielten. Gar nichts. Überhaupt nichts. Und was aber bezweckten die damit, das Parlament immer wieder mal aufzulösen? Wie schon erwähnt, war Papen ein Protégé des Generals von Schleicher und dieser wollte die mächtige Parteiarmee der Nationalsozialisten, die SA, gewissermaßen verstaatlichen. Dem Kalkül Schleichers entsprach es, den von der Stärke der Nationalsozialisten dominierten Reichstag seine Funktion zu entkleiden. Die autoritäre Regierung sollte aber von der NSDAP weiter mitgetragen werden und die SA nach einer Verstaatlichung dem direkten Einfluss von Hitler entzogen werden. Dazu mussten die Nazis aber erstmal positiv gestimmt werden. Und am 16. Juni 1932 hob Papen dann auch mit einer vom Reichspräsidenten unterzeichneten Verordnung das Verbot der SA und der SS wieder auf, das bis zu diesem Zeitpunkt Bestand hatte. Also damit hat man die Nationalsozialisten und die SA wieder legalisiert, um Hitler einspannen zu können für die Zwecke der Regierung, was dann aber nicht funktioniert hat, weil es kam zum sogenannten Preußenschlag. Haben Sie davon schon mal etwas gehört? Nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Das ist ein wichtiges Ereignis, das auch hier in den Schulbüchern und in den Geschichtsbüchern, in manchen Geschichtsbüchern ja, in den Schulbüchern aber überhaupt nicht thematisiert wird. Und zwar die Vorgeschichte dazu. Preußen war das größte Land im Reich und war
mit kleinen Unterbrechungen immer sozialdemokratisch geführt worden. Aber die Gerüchte über die Zusammenarbeit zwischen der SPD und der KPD zur Verhinderung einer konservativ-nationalsozialistischen Koalition machten im Juli 32 die Runde. Dazu kam der Altonaer Blutsonntag, einer Straßenschlacht zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten, bei der zuvor 2 SA-Männer erschossen worden waren. Die Schüsse wurden von Dächern abgegeben und die Polizei, die den Demonstrationszug der SA begleitet hatte, forderte Verstärkung an und schoss dann gezielt auf die Dächer der umliegenden Häuser, weil von da aus auch die Schüsse gekommen waren. Sie nahm Hausdurchsuchungen vor und es kam zu weiteren Schießereien. Im Zuge dieser Unruhen wurden 19 Menschen durch Polizeikugeln getötet und 285 verletzt. Auch bei diesem Altonaer Blutsonntag sagen manche politisch korrekten Historiker, dass die Polizei selbst die Schüsse von den Dächern auf die SA-Leute abgegeben hatte, weil es darf offensichtlich nicht sein, dass die Kommunisten Nationalsozialisten abknallen. Das darf eigentlich nicht sein. Dennoch, sei es drum, von Papen und Hindenburg wurde dies zum Anlass genommen, endgültig mit den Sozialdemokraten in Preußen Schluss zu machen. Weil es war schon lange ein Dorn im Auge, dass im größten Land im Reich die Sozialdemokraten regierten. Und so gab es 2 Notverordnungen. Die erste Notverordnung, die erlassen wurde, Reichskanzler von Papen wurde Reichskommissar in Preußen mit der Befugnis, das preußische Staatsministerium durch Reichskommissare zu ersetzen. Also die Minister durch Kommissare zu ersetzen. Die zweite Verordnung, Anordnung des militärischen Ausnahmezustandes in Groß-Berlin und der Provinz Brandenburg. Die Exekutive ging also auf das Militär über, was nach Ansicht von Papen nach den Ausschreitungen in Altona notwendig war. Durch diese präsidialen Notverordnungen wurde die geschäftsführende sozialdemokratische Regierung im größten Land der Weimarer Republik abgesetzt. Einfach so, durch Federstrich. Der SPD-Spuk in Preußen war damit vorbei. Aber es war ein Verfassungsbruch. Und was machte die SPD? Fast nichts gegen diesen Verfassungsbruch, gegen die Absetzung der eigenen Regierung. Die Feigheit der SPD-Spitzenfunktionäre, die heute zu Helden gegen den Faschismus verlogen werden, war fast unbeschreiblich in meinen Augen. Hitler wusste nun, dass von dieser Seite aus nicht mehr viel zu erwarten war. Auch der später, wie gesagt, Held Otto Wels blieb passiv. Er notierte bei der Vorstandssitzung zu diesem Thema lediglich, Zitat, der Eindruck der Anwesenden war deprimierend. Kein Wort der Empörung. Keine spontane Bewegung war zu merken. Ich hatte den Eindruck, dass man allgemein ratlos war, was zu tun sei. Zitat Ende. Jetzt wäre es eigentlich an der Zeit gewesen, für einen Generalstreik oder wirklich eine Bildung einer Mehrheitsfront mit der KPD, letztlich Hitler auch zu verhindern. Immerhin verfügten sie zusammen noch über 15 Millionen Wähler, SPD und KPD. Doch die SPD gab ihr Bollwerk Preußen, das sie so benannt hatte, kampflos, schändlich und feige auf. Angesichts der Feigheit der Parteispitze weinten sogar gestandene Reichsbannerleute und alte SPD-Funktionäre warfen ihre Mitgliedsbücher weg. In jenen Wochen verließen rund 60.000 Mitglieder die SPD. Und dennoch stilisieren sich die Sozialdemokraten bis heute noch als Helden gegen den Nationalsozialismus. Papen hingegen nutzte die Schwäche der SPD. 3 Oberpräsidenten, 5 Regierungspräsidenten, rund 30 Landräte und 2/3 aller sozialdemokratischen Polizeipräsidenten und weitere Polizeidirektoren
wurden aus ihren Ämtern entfernt. Hitler hat gelernt von der SPD. Sehr viel sogar. Weil für ihn waren die Erfahrungen von diesem Preußenschlag und dieses Tolerieren, also nicht Widerstand leisten der SPD, barg viele Vorteile für Hitler. Weil Papen strukturierte die sozialdemokratischen Beamten im Sinne der Nationalsozialisten so um, dass diesen nach der Machtübergabe, zumindest im größten Land Preußen, ein gefügiger Beamtenapparat zur Verfügung stand. Denn die Polizei war ja ihrer sozialdemokratischen Führung entkleidet. Der Preußenschlag band die preußische Polizei quasi an die Reichsregierung. Als die Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 mit Göring einen Mann im Kabinett hatten, der das Amt des Kommissars im preußischen Innenministerium bekleidete, war ihnen damit die preußische Polizei sicher. Innenminister Frick, der Nationalsozialist, orientierte sich später am Text des Ausnahmezustands in der zweiten Verordnung des Preußenschlags bei der eigenen Abfassung der Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat. Das Rote Preußen, das größte Land in der Weimarer Republik, hatte den Einfluss auf die Regierung verspielt und spielte keine Rolle mehr. Die neu geschaffene Wehrlosigkeit der Länder mit Hilfe der SPD bot einer kommenden Diktatur einen vollgültigen Ersatz für eine reguläre Reichsform. Ich wiederhole nochmal, die sozialdemokratische Regierung in Preußen hätte die Chance gehabt, gemäß ihrer Parole Hände weg von Preußen, den Belagerungszustand zu verhängen, die Partei, die Gewerkschaften und die regierungstreuen Polizeikräfte zu mobilisieren und so zu zeigen, dass Papen mit dem Feuer des Bürgerkriegs spielte. Doch dies alles unterblieb. Stattdessen nahm der feige SPD-Ministerpräsident Braun artig seine briefliche Absetzung entgegen. Somit war das Rote Preußen erledigt. Ein sehr wichtiger Schritt für die Machtübergabe an Hitler. Damit wären wir dann bei den Reichstagwahlen am 31. Juli 1932. Damals standen, Sie müssen überlegen, 37 Parteien zur Wahl. 37 Parteien. Und alleine die NSDAP erhielt 37,4% von 37 Parteien. Sie verdoppelte damit ihre Anteile gegenüber der letzten Wahl im Jahr 1930. Die SPD kam nur noch auf 21,6 und die KPD nur noch auf 14,3%. Und klar ist auch, dass Hitler als klarer Wahlsieger hat das Reichskanzleramt gefordert. Doch Hindenburg und Papen wollten das nicht. Es ist interessant, die KPD stellte sogar mit der NSDAP einen Misstrauensantrag gegen die Regierung. 12 Abgeordnete stimmten dafür, also für diesen Misstrauensantrag gegen die Regierung, und 42 dagegen. Damit war die Regierung eigentlich am Ende nach diesem Misstrauensantrag. Aber wir kennen Hindenburg, er löste den Reichstag einfach wieder auf. Das hatte zur Folge, dass innerhalb von 2 Monaten eine neue Wahl hätte stattfinden müssen. Aber der Reichspräsident stimmte der Aufschiebung zu, dass es länger dauern sollte wie 2 Monate, um Neuwahlen abzuhalten. Das war verfassungswidrig, aber so blieb halt die alte Regierung von Papen im Amt und wollte sogar mit Schleicher eine Militärdiktatur errichten. Aber Schleicher hat das abgelehnt. Und so regierte Papen einfach mit Notverordnungen weiter. In dieser prekären Situation entschloss sich Hindenburg, eine nationale Konzentration von Zentrum bis zu den Nazis zu installieren. Die Nazis sollten aber nicht im Kabinett sitzen, sondern sie sollten die Regierung einfach tolerieren.
Hindenburg war ein SPD-Hasser. Er wollte einfach mit der SPD nichts mehr zu tun haben. Und so versagte er aber Hitler trotzdem die Kanzlerschaft und machte Schleicher zum neuen Reichskanzler. Die SPD versagte ihm wiederum die Mitarbeit, sodass Schleicher nichts anderes übrig blieb, als weiter mit dem Präsidialregime zu regieren. Und jetzt kam es zu einer weiteren Chance der SPD, Hitler zu verhindern. Es war eine große Chance. Der autoritäre Vordiktator General von Schleicher wurde sogar von der SPD geschützt, denn die sozialdemokratische Fraktion lehnte am 6. Dezember 1932 den kommunistischen Misstrauensantrag gegen Schleicher ab. Damit rettete sie den Reichskanzler. Aber nicht nur das. Am 6. Januar 1933 hatte der ehemalige preußische Ministerpräsident, also Otto Braun, eine Unterredung mit Schleicher. Braun ließ dabei die Katze aus dem Sack und machte den Vorschlag einer loyalen Zusammenarbeit und ließ durchblicken, seine Partei würde auch eine zeitlich begrenzte Militärdiktatur tolerieren. Die SPD war bereit, eine Militärdiktatur zu tolerieren. Wo lesen Sie das? Schleicher unterbreitete aber eine andere Demarche an die Sozialdemokraten. Und zwar sollten die Gewerkschaften zu einer Einheitsfront zusammengefasst werden und die NSDAP verboten werde. Und 2 Sozialisten sollten in die Regierung aufgenommen werden. So hätte Hitler dann tatsächlich verhindert werden können, wenn die SPD gesagt hätte, ja, da auch die Reichswehr Schleicher unterstand. Aber die SPD lehnte dieses Angebot überraschend ab und zeigte plötzlich, trotz vorheriger Avancen von Braun, keine Lust mehr und keine Bereitschaft mehr, sich dieser Chance, Hitler zu verhindern, anzuschließen. Der Historiker Heinz Höhne sagte dazu, Zitat, Hitler aufhalten, das Thema gab es für die SPD-Führung nicht. So zerschlug sie blindlings die letzte politische Kombination, die Hitler hätte stoppen können. Damit war Schleicher die Basis entzogen. Er musste die Hoffnung aufgeben, im Reichstag eine Mehrheit zu finden. Zitat Ende. Also die SPD unternahm keine ernsthaften Schritte, Hitler zu verhindern, obwohl sie mehrfach die Chance dazu gehabt hätte. Die sozialdemokratische Politik der strikten Weigerung, mit der KPD eine Einheitsfront zu bilden, hätte die Machtübergabe an Hitler verhindern können. Wobei wir jetzt im Monat 1933, im Januar 1933 angelangt sind. Hitler wollte immer noch Kanzler werden und forderte dies. Er entmachtete Papen, weil ja Schleicher Reichskanzler war, bedauerte, er habe nur noch wenig Einfluss beim Reichspräsidenten, um dies durchsetzen zu können. Doch in ihm gärte die Idee, Hitler mit Oskar, dem Sohn von Hindenburg, zusammenzubringen, und er intervenierte in vielfachen Aktionen. Am 20. Januar konnte Papen einen kleinen Teilerfolg verbuchen. Nach seinen Interventionen schien Staatssekretär Meissner, der gleichzeitig der engste Vertraute von Hindenburg war, nicht ganz abgeneigt, Schleicher gegen Hitler als Kanzler quasi auszutauschen. Aber Hindenburg lehnte das immer noch ab. Hindenburg war einfach stur und Hindenburg wollte zu diesem Zeitpunkt keinen Hitler als Reichskanzler. Meissner, ich muss noch ein bisschen überlegen, weil es ist ziemlich komplizierter. Meissner hat Hindenburg davon überzeugt, dass wenn Hitler eine Mehrheit hinter sich bringen könnte, Hitler ein Ermächtigungsgesetz verabschieden könnte. Und da Hindenburg ja, wie schon mehrfach erwähnt, kein Freund der Quasselbude des Parlaments war das ihm natürlich recht. Ermächtigungsgesetz, dass der spätere Reichskanzler Hitler
einbringen könnte, dass dieses dann das Parlament aushebeln könnte. Das ist ein wichtiger Fakt. Das beweist nämlich, dass bereits ich wiederhole, vor der Machtübergabe von Hitler ein Ermächtigungsgesetz quasi erwartet wurde. Und nach einem 2-stündigen Gespräch mit Oskar von Hindenburg war dieser auch bereit, bei seinem Vater zu intervenieren und zu sagen, mach Hitler zum Reichskanzler. Was die meisten Historiker aber nicht auf dem Schirm haben und was ich zusätzlich recherchiert habe, ist, dass die Nationalsozialisten Hindenburg eigentlich in der Hand hatten. Wissen viele nicht. Und warum hat Hindenburg dann letztendlich doch seine Meinung geändert? 2 Sachen könnten dazu auch beigetragen haben. Und zwar hatte Hindenburg Furcht davor, dass er wegen des Preußenschlags, der ja verfassungswidrig war, selbst als Angeklagter vor dem Staatsgerichtshof erscheinen hätte müssen. Die Befürchtung kam nicht von ungefähr, denn die preußische Regierung hatte zu diesem Zeitpunkt eine zweite Klage vor dem Staatsgerichtshof anhängig gemacht. Wenn auch eine Präsidentenklage wegen Verletzung der Verfassung erhoben worden wäre, hätte diese nach der Reichsverfassung einer Zweidrittelmehrheit im Reichstag bedurft. Und aus seiner Sicht musste Hindenburg befürchten, die Nationalsozialisten könnten für diesen Antrag stimmen, und zwar als Rache dafür, dass er Hitler nicht zum Kanzler ernannt. Heinrich Brünning schrieb in einem Brief, dass die Nationalsozialisten mit einer Anklage gegen den Reichspräsidenten wegen des Preußenschlages gedroht hätten und sich die SPD nicht dagegen hätte wehren können, da es ja schließlich um einen sozialdemokratischen Ministerpräsidenten ging, also damals in Preußen, Otto Braun. Die NSDAP und die SPD hätten somit also die nötige Mehrheit im Parlament gehabt, um gegen den Reichspräsidenten vorzugehen. Die Juristin Irene Strenge beschreibt das Dilemma, ich zitiere: Hindenburg sah in der Ernennung Hitlers den einzigen Ausweg, der ihn um dies alles herumzukommen ließ. Kein Bürgerkrieg, keine Anklage, aber ein Kanzler Hitler. Das würde ein Kanzler sein, der unter Kuratel des Reichspräsidenten stand, also kein totalitärer Diktator Hitler, sondern ein gezähmter Diktator. Aus von Hindenburgs Sicht gab es dazu keine Alternative. Zitat Ende. Aber da gab es ja noch Schleicher. Der war nicht einverstanden, dass Hitler Kanzler werden sollte. Und er unternahm einen weiteren Versuch bei Hindenburg, seinen Kopf zu retten. Doch Hindenburg lehnte es ab. Was Schleicher zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, war, dass Hindenburg kurz vor seinem Besuch auch Besuch von Generalleutnant Werner von Blomberg hatte, der Schleichers Pläne als unerträgliche Zumutung für das Offizierskorps bezeichnete. Damit war Schleicher, der eigentlich immer von der Reichswehr unterstützt wurde, am Ende. Daraufhin erklärte Schleicher auch 56 Tage nach der Regierungsübernahme seinen Rücktritt. Damit war zum damaligen Zeitpunkt Hitler die einzig verfassungsrechtliche Lösung aus der Krise. Papen wollte ein Kabinett zusammenschustern, nachdem nach der Machtübernahme, wie schon gesagt, ein Ermächtigungsgesetz erfolgen sollte. Dieses Ermächtigungsgesetz sollte erlassen werden, um später ohne Parlament regieren zu können. Hitler wusste das. Er wusste aber auch, dass in der aktuellen Mehrheit, in der aktuellen Zusammensetzung des Reichstags er keine Mehrheit dazu hätte. Und deshalb kündigte er bereits bevor er Reichskanzler war an, dass er dann letztendlich ein Ermächtigungsgesetz einbringen würde,
welches anschließend den Reichstag und den Reichspräsidenten überflüssig machen würde. Papen und Hindenburg wussten von den Plänen Hitlers, sie unterstützten das ja auch. Und ja, so kam es, wie es kommen sollte. Am Nachmittag des 29. Januar 1933 konnte Papen Göring und Ribbentrop schließlich mitteilen, dass aus Sicht des Reichspräsidenten alles in Ordnung gehe. Hindenburg hatte zwar widerstrebend, aber immerhin seine Zustimmung gegeben, immer unter dem Damoklesschwert, dass er auch angeklagt werden könnte, wegen seiner Verfassungsbrüche. Und das ist aber wichtig, weil das zeigt uns, dass die Männer, die Hitler protegierten, bereit waren, das Parlament und die Demokratie zu opfern. Und ich spreche ja von einer Machtübergabe und nicht von einer Machtübernahme, was für mich auch wieder total politisch unkorrekt ist. Allen Widerständen zum Trotz wurde das Kabinett Hitler dann doch am 30. Januar um 11 Uhr vereidigt. Um 11.30 Uhr leistete der 43 Jahre alte Hitler seinen Amtseid. Wir müssen uns das so vorstellen, vor dem Gebäude in der Wilhelmstraße hatte sich bereits eine riesige Menschenmenge versammelt. Der kurze Weg zwischen dem Reichspräsidentenpalast bis zum Hotel Kaiserhof fuhr Hitler mit seinem Wagen. Er wurde mit ungeheurem Jubel begleitet. Bis 1 Uhr nachts zog ein fast endloser Fackelzug an der Reichskanzlei vorbei. An den Fenstern standen Hitler, Göring, Goebbels, Hess und der Reichspräsident. Der Reichspräsident sagte zu Hitler, Zitat, ich habe ja nicht geahnt, wie sehr das Volk Sie liebt, mein Kanzler, und umarmte ihn. Somit war Hitler Reichskanzler. Ich möchte aber noch ein paar Anmerkungen machen. Verschwiegenes zum 30. Januar, die im Allgemeinen falsch oder gar nicht wiedergegeben werden. Ich sage es schon, am 30. Januar war nicht der Tag der nicht der Machtergreifung, sondern der Machtübergabe. Es geht aus dem hervor, was ich vorhin alles erzählt habe. Selten hatte ein Reichskanzler aber so wenig Einfluss auf die Zusammenstellung seines Kabinetts genommen wie Hitler. Das wird auch verlogen. Denn die meisten Minister waren von Papen und Hindenburg ausgesucht worden und Hitler hatte dies hinnehmen müssen. Und der Hammer, die meisten Minister kannte Hitler nicht mal persönlich. Und anfangs war Hitler auch nicht der allmächtige Kanzlerdiktator, wie er in unseren Geschichts- und Schulbüchern dargestellt wird. In Wahrheit war er kaum in der Lage, dem Kabinett seinen Willen aufzuzwingen. Das muss man sich ja einfach mal vorstellen. Er konnte lediglich in engen Grenzen der Koalitionsabsprache mit Papen und Hugenberg taktieren. Hitlers Macht war danach eng begrenzt. Die Reichswehr war Hindenburgs Domäne, Papen kontrollierte das Reichskommissariat von Preußen und Hugenberg genoss als Reichswirtschaft- und Ernährungsminister sowie kommissarischer Leiter der preußischen Ministerien für Landwirtschaft und Arbeit den Ruf eines Wirtschaftsdiktators. Diese wesentlichen Umstände werden auch von der politisch korrekten Historie gewöhnlich nicht beachtet und von den Medien natürlich verschwiegen. Hitlers Diktatur entstand durch einen wohldurchdachten, durchgeführten juristischen Plan auf legalem Weg. Ich wiederhole, es war ein legaler Weg, der Hitler an die Macht gebracht hat. Also aus Sicht Hitlers war es ein legaler Wert. Die Elemente, auf denen die Diktatur aufbaute, waren in der Weimarer Republik bereits angelegt. So begann die Gleichschaltung der Länder bereits unter Brünings Kanzlerschaft und auch das Ermächtigungsgesetz oder Ermächtigungsgesetze, darauf kommen wir in einer anderen Sendung zu sprechen, waren in der Weimarer Republik nicht unbekannt. Es gab einige davon. Die juristischen Grundlagen zur Installation einer legalen Diktatur waren in der Weimarer Republik schon weitgehend angewendet worden und keine Erfindung der Nationalsozialisten.
das ist wichtig zu erwähnen. Die Machtübergabe an Hitler war von den Rechtskonservativen gewollt und von der SPD hingenommen worden. Hitler ist nicht mit Gewalt an die Macht gekommen. Und es ist einfach eine Lüge, wenn man sagt, Hitler war ein starker Mann, der von Beginn an seine Macht ausübte. Es stimmt nicht. Das ist eine Erfindung von Historikern und Autoren, weil verschwiegen. Hitler hat die Macht ergriffen. Sie war eine politisch korrekt, also diese Machtübernahme, die wird ja heute als Machtergreifung umgedeutet, was eine politisch korrekte Lüge ist. Und ich wiederhole noch einmal ganz zum Schluss meine Ausführungen. Ohne SPD wäre Hitler nicht an die Macht gekommen. Schritt für Schritt hat die SPD es möglich gemacht. Das habe ich mit meinen Ausführungen klar gemacht. Und das sind Dinge, die die SPD heute nicht wissen will und die alle in meinen Büchern dokumentiert sind. Sie haben ja auch im Vorgespräch ein paar für mich krasse Sachen erwähnt. Da ging es dann auch darum, dass Konzentrationslager schon unter der SPD errichtet wurden. Ist es korrekt? Und für wen wurden diese aufgestellt? Und wie sah die Situation weltweit in Europa zu diesem Thema aus? Also dieses Thema Konzentrationslager ist wiederum so umfassend, dass ich darüber gerne in einem anderen Gespräch mit Ihnen diskutieren würde. Nur so viel, es ist richtig, unter SPD-Regierungen gab es bereits Konzentrationslager für Feinde des Staates. Das gab es damals schon. Aber wie gesagt, das ist so ein weitreichendes Thema. Ich habe sehr, sehr genau recherchiert, wie entstanden Konzentrationslager, welche Länder, welche demokratisch geführten Länder in Europa hatten Konzentrationslager. Nur noch ein Schmankerl, ein Teaser zu diesem Thema. Das erste Land, das Konzentrationslager in Europa errichtete, war Polen. Also so viel zu dem Thema. Also 12 Jahre bevor die Nationalsozialisten ihr erstes KZ Dachau errichteten. Aber wie gesagt, das ist dann auch ein anderes Thema. Ja, und die Engländer haben das schon in Südafrika getan, durch die Burenkriege zum Beispiel. Genau, ja. Also wir müssen ja immer unterscheiden zwischen Konzentrationslager und Vernichtungslager. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Ich spreche von Konzentrationslager, aber viele vermischen das ja, was aber zwei verschiedene Dinge sind. Es gab Vernichtungslager der Nationalsozialisten für Juden und es gab Vernichtungslager der Polen und Tschechen und Russen für Deutsche. Und das muss man dann auch auseinander dividieren. Heiße Themen, die auf uns zukommen. Ich merke das schon. Zu Ihren ganzen Ausführungen und vor allen Dingen auch in dem Buch, also Ihr Buch mit dem Titel "Ohne SPD wäre Hitler nicht an die Macht gekommen", können Sie auch gerne mal, ja, bitte in die Kamera halten. Da gibt es ja auch immer wieder, das ist auch gut strukturiert, da gibt es sehr oft immer auch diesen Einschub Verschwiegenes. Und das finde ich unheimlich großen Mehrwert. Und daran kann man auch dann mal, wenn man sich das Buch kauft und erstmal reinschmökern möchte, kann man immer sehr gut auch sehen, was Sie da so alles entdeckt haben und was auch von der, sagen wir mal, Mainstream gleichförmigen Geschichtsschreibung oder Abschreibung der Siegermächte oder gewisser Kreise anders ist. Heute war wirklich wichtig auch, also es war natürlich sehr sachlich, aber es war ein wichtiger Teil, um diesen Switch auch zu verstehen, wie da das chronologisch abgelaufen ist und dass man Politik nicht immer entertainmentmäßig darstellen kann, das ist auch klar. Aber wie gesagt, wir haben das jetzt mal getan, diese Aufarbeitung in dieser Zeit vorher und dann, was dann genau passiert ist. Und ich kündige schon mal an, ich freue mich immer noch extrem auf die Geldgeber von Adolf Hitler, wer dahinter steht, ja. Das wird auch demnächst kommen, aber wir werden uns auch an einer gewissen Chronologie halten, einfach auf der Logik halber und dass man das dann alles auch gut nachvollziehen kann. Also ich möchte noch ergänzen, dieses Buch, das ich in die Kamera gehalten habe, dieses Buch handelt lediglich von der SPD und den Nationalsozialisten.
Die gesamte Machtübergabe beschreibe ich in meiner Hitler-Buchreihe Adolf Hitler, eine Korrektur, Band 2. Also das sind ergänzende Bücher, kann man sozusagen. Ich habe das Thema SPD einfach ausgesteuert dann. Nachvollziehbar, nachvollziehbar. Und ich denke, wir haben heute einige Menschen wieder zum Nachdenken angeregt und vielleicht auch den einen oder anderen getriggert. Und aber dafür machen wir das ganze Jahr. So funktioniert halt der Prozess des Erlernens. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich. Ja, vielleicht wollen Sie zum Schluss noch mal irgendwas loswerden. Das war jetzt ja schon ein mega Vortrag von Ihnen. Ja, ich möchte noch sagen, dass diesem Video war wirklich sehr sachlich. Ich habe es absichtlich auch gemacht, weil die Aussage, ohne SPD wäre Hitler nicht an die Macht gekommen, ist ja eine Aussage, die sehr stark ist. Und ich musste das genauso dokumentieren und auch wirklich sachlich vortragen, aus juristischen Gründen. Die nächsten Videos, da werde ich dann wieder ein bisschen freier reden, so wie in Video 1 auch. Aber in diesem Video war es unbedingt notwendig, aus juristischen Gründen dies wirklich dokumentarisch darzulegen. Was können wir uns denn in den nächsten Gesprächen schon mal alles freuen? Dann können wir das schon mal anteasern. Also ich möchte auf jeden Fall als eines der nächsten Themen auf die Weltanschauung von Adolf Hitler eingehen und auf sein Buch Mein Kampf. Da habe ich ja etwas recherchiert, was bis jetzt auch noch wenige recherchiert haben. Hat Hitler von Henry Ford abgeschrieben, aus Henry Fords Antisemitismus-Buch. War so ein kleiner Trigger. Wer hat eigentlich die NS-Weltanschauung erfunden, in Anführungszeichen? Das sind auch Themen, die wichtig sind. Dann wären wir bei dem Thema der Röhmputsch, was da gelogen wird, und bei dem Thema Konzentrationslager. Das sind so die nächsten Themen. Und dann danach würden wir dann an die Finanzierung kommen, weil dann sind wir so weit, dass man sagen kann, okay, jetzt müssen wir das Thema auch behandeln. Wie wurde Deutschland überhaupt kriegsbereit gemacht? Mit welchen Geldern? Und ich freue mich sehr. Und Geschichte kann auch richtig spannend sein und ja, notwendiges Übel, um das Ganze mal ein bisschen aufzuwühlen sozusagen. Ja, Herr Grant, danke für Ihren Mut, für Ihre Zeit und auch vielen Dank an die Zuschauer fürs Kommentieren und fürs Teilen. Oh, ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Bis ganz bald. Dankeschön. Ein letzter Satz noch. Auf meiner Webseite www.michaelgrant.de gibt es auch ein Video zu meiner Buchreihe. Das ist aufwendig gemacht. Da kann sich jeder noch mal dann nachsehen, was in meiner Buchreihe alles kommt. Ich wünsche den Zuschauern alles Gute und sie können versichert sein, dass ich nicht einknicken werde. Ich werde auch weiterhin am Ball bleiben. Ich werde weiterhin unbequem sein und ich werde auch weiterhin, so wie ich es meinem Großvater versprochen habe, ich werde auch weiterhin die Geschichtslügen aufdecken. Alles Gute für Sie. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.